Wir wollen darüber sprechen. Zugeschaltet ist Matthias Brotkorb, Cicero-Kolumnist. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Wie sollte es denn jetzt Ihrer Meinung nach weitergehen? Wie kann die Opposition den Kanzler zu einer baldigen Vertrauensfrage bewegen? Sehen Sie da irgendwelche Möglichkeiten? Also ich glaube, es war ein schwerer taktischer Fehler von Olaf Scholz, gestern eine staatsmännische Rede zu halten, eine Erklärung abzugeben und dann im nächsten Atemzug gleich zu sagen, aber ich möchte noch ein paar Monate länger Bundeskanzler bleiben. Das geht nicht, das ist unglaubwürdig. Und ich glaube, die Opposition muss da gar nicht mehr so viel tun. Auch in der breiten Öffentlichkeit gibt es Unverständnis für dieses Verhalten. Wenn man keine Mehrheit mehr hat, muss man dem Bundestag die Vertrauensfrage vorlegen und dann die Wähler entscheiden lassen. Sie haben gerade gesagt, eine staatsmännische Rede. Da würde ich gerne nachhaken. Das sind ja schon gegenseitige Schuldzuweisungen von Scholz und Lindner. Das ist eine regelrechte Schlammschlacht. Insbesondere Scholz hatte man ja noch nie so sauer erlebt. Fanden Sie das wirklich staatsmännisch oder wäre nicht viel staatsmännischer aufgetreten, wenn er ruhig geblieben wäre? Das ist eine berechtigte Frage. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass er den Eindruck erwecken wollte, eine staatsmännische Rede zu halten. In der Tat finde ich, dass die persönlichen Angriffe gegen Christian Lindner völlig fehl am Platze waren. Das hat die Glaubwürdigkeit von Olaf Scholz' Erklärung unnötig beschädigt. Und hinzu kommt eben, dass er nicht sofort die Vertrauensfrage stellt, sondern jetzt noch über Monate hinweg das hinausschiebt. Also das passt in der Tat nicht zusammen. Insofern ist er in beiden Punkten nicht besonders geschickt vorgegangen. Wenn man Christian Lindner heute hört, dann spricht er natürlich auch nicht mehr von der Ampel, sondern nur noch von der Regierung Scholz. Das tut er wahrscheinlich auch, um sich da so ein bisschen zu distanzieren und um seine FDP jetzt als Oppositionspartei aufzubauen. Kann diese Strategie aufgehen oder dürfte die FDP jetzt längerfristig an der 5%-Hürde scheitern? Also ich würde sagen, diese Gefahr, dass sie an der 5%-Hürde scheitert, die hätte es auch gegeben, wenn die Ampel fortgesetzt würde, weil die Unzufriedenheit ist ja riesengroß. Sie sehen auch die ganzen Umfrageergebnisse schon seit Wochen und Monaten. Das heißt, wenn die FDP überhaupt noch eine Chance haben sollte, dann war das jetzt der Schritt, um das herbeizuführen. Insofern weiß keiner genau, ob das ausreichen wird, um die FDP am Leben zu erhalten, parlamentarisch. Aber mit einem Weiter so jedenfalls wäre es völlig aussichtslos gewesen. Jetzt gibt es immerhin eine Chance, dass sie sich wieder berappelt. Und ich sage das mal ganz ausdrücklich, eine liberale Partei wie die FDP wird in diesem Land gebraucht. Deswegen auch als Sozialdemokrat wünsche ich ihr trotzdem alles Gute, dass sie die 5%-Hürde schafft. Jetzt steht dann Wahlkampf an. Was erwarten Sie für diesen Wahlkampf? Es wird ja ein sehr besonderer. Müssen wir uns schon mal daran gewöhnen, dass die Töne, dieser Tonfall, den wir schon gehört haben von Scholz und Lindner, jetzt sowas wie Routine werden? Also das hängt ganz stark davon ab, wie sich Friedrich Merz verhalten wird. Er hat, glaube ich, jetzt eigentlich eine Steilvorlage dafür, den Staatsmann in sich noch weiter zu kultivieren und der Öffentlichkeit zu präsentieren, dass er in der Lage ist, dieses Land als Bundeskanzler zu führen. Deswegen würde ich sagen, hängt da viel von Friedrich Merz ab. Wenn er nicht die Fehler macht, die andere begangen haben, dann kann das auch eine große Vorbildwirkung haben für den Wahlkampf. Also es wird jetzt sicherlich noch einige Tage und Wochen sehr unruhig sein und vielleicht auch ein bisschen unterhalb der Gürtellinie. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass sich dieses Land innerhalb von 2 oder bis 4 Wochen politisch wieder gefangen hat und die Dinge dann wieder auch anders laufen können. Sagte Cicero-Kolumnist Matthias Brotkorb. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke auch.